Österreich hat eine der höchsten Förderquoten Europas. 33 Milliarden Euro im Jahr. Das sind 6,7% unseres Bruttoinlandsprodukts. Alle greifen zu, alle profitieren, aber niemand hat den Überblick. Österreichs Fördersystem ist außer Kontrolle. Unser Staat schreibt rote Zahlen und muss deshalb sparen, bis es kracht. Bei Pensionen, Familien und in der Gesundheit. Es gibt aber einen Bereich, wo der Staat nicht hingreift, obwohl es sich dort wirklich auszahlen würde. Bei den Förderungen. Wie viel Geld hier tatsächlich fließt und somit zu holen wäre, weiß aber niemand genau. Was für einen Rechtsstaat bemerkenswert ist. Außer Zweifel aber steht, es ist viel Geld. Sehr viel. Der aktuelle Förderungsbericht des Finanzministeriums kommt für 2024 auf 33 Milliarden Euro. Das sind stolze 6,7% des Bruttoinlandsprodukts. Damit liegt Österreich an 4. Stelle in der EU. Würden wir uns nur dem EU-Durchschnitt von 5,1% annähern, hätten wir schon rund 7 Milliarden Euro mehr für Bildung, Forschung oder Steuersenkungen zur Verfügung. Stattdessen aber hat unser Staat seine Bürger über Jahrzehnte so erzogen, dass sie für jedes gesellschaftliche Wehwehchen ein Förderpflaster erwarten. Die Strompreise steigen, der Staat übernimmt einen Teil der Rechnung. Die Energiekrise treibt die Dieselpreise hinauf, Agrardiesel wird begünstigt. Die Inflation drückt Bürgern und Wirtschaft auf die Stimmung, Teuerungsausgleich und andere Beihilfen sollen es richten. Egal ob alte Nutztierrassen, Trachtenkauf, Krippelbauer, Anti-Atom-Aktivitäten, muslimische Pfadfinder oder Geräterettungsprämien. Es gibt fast nichts, was nicht gefördert wird. Was bei all dem oft übersehen wird, allein Abwicklung und Überprüfung der Anträge sind schon aufwendig. Laut Finanzministerium wurden 2024 rund 8 Millionen Prüfungen durchgeführt, um Doppelförderungen zu vermeiden. Aber ein Blick in die dafür geschaffene Transparenzdatenbank zeigt, für fast alles gilt ein eigener Fördersatz. Und niemand kann seriös sagen, welche der Ebenen EU, Bund, Länder und Gemeinden dieselben Zwecke parallel finanzieren. Diese Unübersichtlichkeit ist der ideale Nährboden für Klientelpolitik. Und auch die politischen Parteien schöpfen das ihre ab. 2025 flossen laut Bundeskanzleramt 38 Millionen Euro an alle im Parlament vertretenen Parteien. Dazu kommen 12 Millionen Euro für die parteinahen Akademien. Und zählt man die Förderungen der Länder hinzu, kommt man laut Berechnungen der oberösterreichischen Nachrichten auf satte 80 Millionen Euro. Damit finanziert sich die österreichische Parteienpolitik zu 80-90% aus öffentlichen Mitteln. Das hat seinen Grund. Nach dem Ibiza-Skandal wurden erlaubte Spenden scharf begrenzt. Jetzt nutzen Parteien kreative Konstruktionen, um doch an Geld zu kommen. So deklariert sich der österreichische Raiffeisenverband als Mitglied des Bauernbundes und darf so 100.000 Euro Mitgliedsbeitrag jährlich überweisen. Als Spende wäre diese Summe unzulässig. Die SPÖ lukriert über freiwillig erhöhte Mitgliedsbeiträge, zusätzliche Millionen in Wahljahren. Und die Neos kennen fördernde Mitglieder, darunter auch Firmen, die Geld- oder Sachzuwendungen leisten, zusätzlich zu den öffentlichen Förderungen. Ebenfalls gefördert werden Nichtregierungsorganisationen, sogenannte NGOs. Insgesamt ergehen 17,4 Milliarden Euro, also rund 3,5% des Bruttoinlandsprodukts, an Empfänger ohne Erwerbsabsicht. Der genaue NGO-Anteil daran ist aber schwer zu ermitteln, weil hier auch Universitäten oder allgemeine Leistungen wie Klimabonus oder Studienbeihilfen bedient werden. Viele der geförderten Vereine haben einen klaren Auftrag. Ob ihre Arbeit als nützlich erachtet wird, liegt im Auge des Betrachters. Aber nur zu oft sind auch hier Ideologie und Parteinähe im Spiel und nicht wenige Vereine erhalten Mehrfachförderungen. Fest steht jedenfalls, es gibt keine koordinierte Strategie, welche gesellschaftlichen Aufgaben der Staat durch NGOs erledigen lassen will und welche nicht.
Der Antirassismusverein Zara verlor so zuerst die Finanzierung durch eine schwarze Ministerin und wurde von roten Ministerien gerettet. Für viele Bürger ist all das unverständlich. Das Absurdeste aber: Österreich hat eine der höchsten Förderquoten Europas und gleichzeitig eine der höchsten Abgabenquoten. Der Staat nimmt den Bürgern sehr viel, um ihnen einen Teil des Geldes anschließend mühsam in Form von Förderprogrammen zurückzugeben. Wie sollen wir je wieder aus diesem Förderdschungel hinausfinden? Da gibt es unterschiedliche Ideen. Der wirtschaftsliberale Think Tank Agenda Austria schlägt zum Beispiel einen radikalen Bruch mit der bisherigen Logik vor, also quasi eine Beweislastumkehr. Nicht mehr die Kritiker müssen erklären, warum eine Förderung abgeschafft werden soll, sondern wer Geld aus dem Budget will, muss beweisen, warum das eine gute Idee ist. Am konsequentesten wäre es, alle Förderungen auf Null zu stellen, also neu zu beginnen mit einem weißen Blatt Papier. Auf dieses Blatt kommt nur, was einer harten Prüfung standhält. Liegt ein klares Marktversagen vor? Schafft die Förderung einen nachweisbaren gesellschaftlichen Mehrwert? Gibt es keine andere Lösung? Diese Hürden würden viele der jetzt bestehenden Förderprogramme wahrscheinlich nicht überstehen. Wirklich freikämpfen kann sich unser Land aber, wenn wir mit den indirekten Förderungen aufräumen, also mit steuerlichen Ausnahmen und Sonderregelungen. Hier geht es um satte 26,7 Milliarden Euro im Jahr 2024. Statt diese Privilegien mühsam einzeln zu hinterfragen, kann man sie auf einen Schlag streichen und jeden eingesparten Euro in Steuersenkungen zurückgeben. Das gelingt mit einem einheitlichen Umsatzsteuersatz und einer Flat Tax auf Arbeitseinkommen von 16%. Österreich ist ein reiches Land. Reich genug für einen im EU-Vergleich guten Sozialstaat, für gute Infrastruktur und für hochwertige Forschung. Aber zu klein, um sich auf Dauer ein Fördersystem zu leisten, das niemand richtig überblickt. Denn am Ende ist jede Förderung Geld, das wir mit unseren Steuern bezahlt haben. Und was wir zahlen, soll auch uns zugutekommen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Viele weitere spannende Details zum Thema lesen Sie online auf www.derpragmatikus.com. Haben Sie eine Idee, wie wir unser Fördersystem verbessern können? Dann schreiben Sie an derpragmatikus.com/1000-Ideen. Schauen Sie auch in die neue Ausgabe des Pragmatikus, die sich vielen großen Fragen unserer Zeit widmet. Servus TV On, die Streaming-Plattform für Live-Sport, Dokus und mehr.